Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Ich werde heute damit beginnen, eine automatische Heckenbewässerung zu bauen mit den Bauteilen, die ihr hier im Bild schon sehen könnt. Mit dieser Anlage könntet ihr aber auch Blumenbeete, Sträucher, Bäume und sogar euren Rasen bewässern. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Die Hecke, die ihr hier im Bild sehen könnt, ist ungefähr 10 Jahre alt. Ich habe diese Thujen eingepflanzt, als sie ungefähr 20 cm groß waren, und sie wachsen doch auf der gesamten Länge von knapp 50 Metern auf dieser Seite meines Grundstücks sehr verschieden. Während die Pflanzen auf den knapp 25-30 Metern auf der rechten Seite hier doch recht gut angewachsen sind und noch immer sehr gut wachsen, weil sie ausreichend Licht und Wasser bekommen, sieht das Ganze auf der linken Seite schon deutlich anders aus. Hier sind die Pflanzen deutlich kleiner, es fehlt das Licht und vor allen Dingen das Wasser, was mangels der großen Bäume, die ich hier habe, einfach nicht bis zu den Pflanzen vordringen kann. Mein Ziel ist es nun, diesen Bereich hier unten, aber auch den oberen Bereich mit Wasser zu versorgen. Dafür setze ich auf eine Perlschlauchbewässerung. Die Materialien, die ich hierzu benötige, habe ich bereits besorgt und die könnt ihr hier im Bild sehen. Die Bewässerung wird über diesen Perlschlauch erfolgen. Die 50 Meter auf dieser Rolle werde ich in jeweils 2 x 25 Meter aufteilen und getrennt voneinander bewässern. Die Verteilung auf die beiden Perlschläuche wird in dieser Ventilbox erfolgen. Die Box wird später in der Erde eingebaut und in der Box selber ein entsprechender Abgang, Verzweigung und dergleichen installiert. Das Ganze wird automatisch gesteuert über diese Ventile. Das heißt, ich kann das Ganze von Hand starten, aber auch völlig automatisch über einen Bewässerungscomputer. Einen zusätzlichen Abgang werde ich ebenfalls noch einbauen, um mir eine Wassertankstelle oder ähnliches zu installieren. Beim Bau meiner Rasenbewässerungsanlage in diesem Bereich habe ich vor 3 Jahren vorsorglich ein zusätzliches Wasserrohr hier in diesem Bereich gelegt. Dieses Rohr ist im Moment noch nicht angeschlossen und wird auch in andere Bereiche des Gartens fortgeführt. Hier in diesem Bereich wird ein T-Stück installiert werden. Dieses T-Stück wird den Abzweig schaffen rüber zu meiner Ventilbox, um von dort aus die Hecke bewässern zu können. Das Ganze wird zusätzlich noch mit einem Leerrohr bestückt, damit ich die Steuerkabel ebenfalls einbauen kann. Doch bevor ich die Gräben ziehen kann und auch die Box einbauen kann, muss natürlich der Verteiler erst einmal zusammengebaut werden. Das werde ich in meiner Werkstatt machen. Und genau dahin nehme ich euch jetzt mit. Bis gleich. Zurück in der Werkstatt. Vor dem Zusammenbauen werde ich euch die einzelnen Teile aber nochmal zeigen. Ein kleiner Tipp: Wer das Ganze nachbauen möchte, findet alle Produktlinks unten in der Beschreibung. Das Herzstück dieses Verteilers ist dieses Teil hier. Das ist ein Zweifachverteiler, das heißt, das Wasser kommt aus der einen Richtung rein, kann hier in die andere Richtung weiter verteilt werden und hier an diese beiden Stücke werden die Ventile angeschlossen. Dieses Bauteil ist von Rainbird und das Schöne an diesem Bauteil ist, dass die Stücke hier, wo dann die Ventile angeschlossen werden, variabel sind, das heißt, die können ein Stück bewegt werden. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist dann, wenn dieses Teil eingebaut ist, das liegt ja dann flach auf dem Boden und ist dann mit der kompletten Anlage verbunden, dass ihr hier trotzdem problemlos das Ganze wieder aufschrauben könnt das zurückschieben und könnt zum Beispiel die Ventile austauschen, ohne dass ihr die ganzen Rohrverbinder und ähnliches ja komplett zurückbauen müsst, um da überhaupt erstmal ranzukommen. Tolle Sache, wie ich finde. Stellt euch dieses weiße Blatt Papier hier unten als meine Box vor, als meine Ventilbox. Diese wird quer in der Erde eingebaut. Das heißt, hier vorne entlang geht die Hecke und der Wasserzulauf kommt von dieser Stelle. Das heißt, ich muss das Ganze hier ein wenig drehen, um genauer zu sein, so rum. Für den Wasserzulauf verwende ich nämlich ebenfalls ein Bauteil von Rainbird, das zu diesem System dazugehört. Auch dieses Bauteil hat diesen flexiblen Überwurf, also den man hier variieren kann, und der wird jetzt hier an diesem Bereich festgeschraubt, um einen Winkel hinzubekommen für meinen Wasserzulauf. Die Anschlüsse hier als auch an diesem Verteiler sind alle in Zollgröße ausgelegt, ebenso wie dieser Abgang. Das Ganze wird jetzt einfach von Hand festgeschraubt. Das könnt ihr komplett durchdrehen, aber es ist eben auch möglich, das ist ja das Schöne, dass man nur den Überwurf dreht. Für die komplette
Installation benötigt ihr übrigens kein Werkzeug. Das Ganze wird alles handfest angezogen. Der Zulauf zu meinem Verteiler erfolgt auf dieser Richtung über mein 25er PE-Rohr. Dieses werde ich über einen Verbinder hier anschließen, der ein 1 Zoll Innengewinde hat. Dieses passt natürlich genau auf dieses 1 Zoll Außengewinde auf. Das werde ich jetzt hier einfach dran schrauben. In diesen Verbinder ist direkt ein Nullring eingearbeitet, das heißt, hier brauche ich nichts abdichten, vorneweg mit Teflonband oder ähnlichem. Das 25er PE-Rohr wird, wie bei diesem Klickverschlusssystem von Gardena üblich, einmal halbe Umdrehung auf, das 25er PE-Rohr einschieben, nochmal kräftig nachschieben, ganz wichtig, da kommen nochmal 1-2 cm und dann wieder diese halbe Umdrehung zu und das Ganze ist dann auch schon fertig. Neben den beiden Abgängen für meine Heckenbewässerung möchte ich einen zusätzlichen Abgang haben, an dem ich später mal eine Wassertankstelle oder einfach einen Gartenschlauch direkt anschließen kann. Hierfür habe ich einen zweiten Winkel besorgt, der ebenfalls mit einem 1 Zoll Gewinde hier problemlos drauf passt. Auch den schraube ich jetzt hier fest. Nur handfest. Der wird leicht nach oben weggehen, denn im Moment ist es von meiner Seite her so geplant, dass ich den Gartenschlauch direkt über die Box anschließe. Perspektivisch kann ich hier einen weiteren Durchgang durch die Box machen und meine Wassertankstelle anschließen. Um zu verhindern, dass das Wasser, was ja dann kontinuierlich in diesem Rohr stehen wird, hier aus dieser Öffnung einfach nur herauskommt, wenn ich keinen Gartenschlauch angeschlossen habe, werde ich hier ein Absperrventil einbauen. Das ist jetzt hier eine große Variante mit jeweils einem 1 Zoll Außengewinde als auch Innengewinde. Ich könnte jetzt in dem Zusammenhang das einfach hier so direkt schon reinschrauben. Allerdings möchte ich auf dieser Seite hier einen Gartenanschluss machen, also für den Gartenschlauch diesen Quick-Anschluss, und der hat ein Innengewinde. Und deswegen mache ich jetzt eins, ich setze hier zusätzlich eine Muffe ein, also einen Verbinder. Da seht ihr, auf der einen Seite ist hier ein Nullring drinne, auf der anderen Seite keiner. Aber dadurch, dass ja hier schon ein Nullring drinne ist, werde ich das entsprechend einfach so rum reinschrauben. Gut handfest ziehen und anschließend meinen Absperrhahn einfach draufschrauben. Dieser wird dann so, ich hoffe, man kann das auf dem Bild noch erkennen, in der Box liegen. Auf diesen Absperrhahn wird dann einfach ein Schnellverschluss aufgeschraubt, dieser hier zum Beispiel. Ebenfalls mit Nullring versehen, das heißt, in dem Zusammenhang brauche ich hier nichts weiter abdichten und dann kann ich jederzeit einfach hier meinen Gartenschlauch aufstecken und wenn ich Wasser haben will, dann entsprechend dieses Ventil öffnen, so rum geht es auf, das kann ich noch drehen. Und dann läuft das Wasser und wenn ich keins mehr habe, dann wird es einfach hier geschlossen. Nun bleiben noch diese beiden Verbinder. An diesen beiden Verbindern wird der Perlschlauch angeschlossen. Einmal für den rechten Bereich, einmal für den linken Bereich. Ich könnte hier einen Schnellverschluss dran machen, wie ich den jetzt hier schon habe. Einfach hier oben mit in die Öffnung reingeschraubt. Ihr seht, das ist jetzt hier ein Innengewinde. Das heißt, ich bräuchte auch hier einfach nur noch mal so einen Verbinder. Das Ganze hier reingeschraubt. So rum reingeschraubt müsste das dann werden. Gegebenenfalls mit einem eigenen Absperrhahn und auf der anderen Seite wieder dieser Schnellverschluss. Und dann könnte ich den Perlschlauch direkt hier anschließen. Das wäre eine manuelle Variante. Ich möchte das Ganze aber automatisiert laufen lassen. Das heißt für mich, ich verwende Ventile, die ich über meinen Beregnungscomputer automatisch steuern kann. Dafür lege ich das jetzt mal kurz beiseite. Und hier seht ihr jetzt diese Ventile. Diese Ventile sind von Hunter, die verwende ich jetzt schon in meiner oberen Box, haben ein Doppelkabel, das heißt 24 Volt im Wechselstrom. Sobald die Spannung anliegt, wird dieses Magnetventil automatisch geöffnet und der Wasserdurchfluss kann stattfinden. Solange ich jetzt hier noch keinen Beregnungscomputer angeschlossen habe, habe ich aber auch die Möglichkeit, durch eine Drehung hier oben an diesen
ja, Magnetblock, möchte ich mal sagen dazu. Eine halbe Umdrehung nach links öffnet automatisch den Durchfluss, eine halbe Umdrehung nach rechts schließt ihn wieder. Das heißt, ich kann dieses Ventil sowohl automatisch bedienen über meinen Bewässerungscomputer und über die entsprechenden Kabel, als auch manuell direkt hier. Darüber hinaus hat dieses Ventil eine Durchflusskontrolle, das heißt, ich kann hier in dem Zusammenhang auch einstellen, wie groß der Wasserdurchlauf überhaupt sein soll. Gerade beim Perlschlauch ist das immens wichtig, dass der Druck nicht zu hoch ist, dass da nicht zu viel Wasser reinkommt. Zusätzlich verwende ich einen Druckminderer, den ich direkt am Perlschlauch anbaue. Das heißt, ob ich dieses Durchflusskontrollventil überhaupt nutze hier, das weiß ich noch nicht. Das werde ich dann live ausprobieren. Von diesen Ventilen habe ich insgesamt 2 Stück. Diese kommen an den Verteiler. Den hole ich mir an der Stelle zurück. Na, ihr erinnert euch, hier vorne verläuft die Hecke. Hier ist der Verteiler. Das Weiße ist in etwa die Größe der Box. Dieses Ventil wird jetzt hier und hier eingebaut. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Durchflussrichtung stimmt. Hierzu habt ihr ein Markierungspfeil, das heißt, das Wasser läuft auf dieser Seite hinein und auf dieser Seite wieder hinaus. Und bei mir ist es so, das Wasser kommt von hier und läuft noch da. Das heißt, das Ventil muss so rum eingebaut werden. Auch die Ventile werden jetzt einfach handfest angeschraubt. Die Nullringe dichten das Ganze ab und ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze ziehe ich jetzt hier so weit nach außen, dass das Ganze dann so ausschaut. Na? Ich hoffe, man kann das jetzt noch erkennen. So, das Ganze mit dem zweiten Ventil, auch hier die Durchflussrichtung beachten. Na? Hier rein, da raus, der Pfeil geht in diese Richtung. Das heißt, dieses Ventil kommt auf die andere Seite. Auch das ziehe ich jetzt so weit nach vorne, wie es geht, ebenso wie das. Und dann habe ich in dem Zusammenhang meinen Verteiler, mein Innenleben faktisch schon fertig zusammengebaut. Ich kann jetzt hier vorne an das andere Ende, dafür drehe ich das Ganze einmal um, den Perlschlauch anschließen. Hierfür habe ich ebenfalls verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich direkt wieder mit so einem Verbinder, ein Gardena Quick-Verbinder, hier aufgehen. Das ist alles Zollverbindung, das passt hier sehr schön. Allerdings hat diese Variante einen großen Nachteil, dass nämlich dieser Anschluss hier nicht auf die normalen Anschlüsse passt, die ihr gewöhnlich für den Gartenbereich nutzt. Hier kommt das Profisystem zum Einsatz und die normalen Schlauchanschlüsse passen hier einfach nicht. Da gibt es andere Adapter, da muss man drauf achten. Jetzt könnte ich die Variante Nummer 2 nutzen und ebenfalls auch von Gardena, soweit ich weiß, dieses Teil hier verwenden. Das hat ebenfalls den zolligen Anschluss als Innengewinde, passt drauf, der Nullring dichtet es ab. Und hier kann der Gartenschlauch bzw. der Perlschlauch direkt aufgeführt werden, mit einer Schelle nochmal nachgezogen werden, die ist im Lieferumfang inklusive und dann wäre das Ganze hier auch schon fertig. Den Perlschlauch selber bekomme ich auf diese Größe nicht drauf, der ist zu klein, aber ich habe sowieso vor, aus dieser Box heraus bis an meine Hecke zunächst mit einem knapp halben Meter mit 3/4 Gartenschlauch einfach rauszugehen, da das für mich die einfachste Lösung ist. Das heißt, den Gartenschlauch 3/4 könnte ich hier einfach rüberziehen und mit einer Schlauchschelle festziehen. Die dritte Variante würde wie folgt ausschauen. Ich nehme diesen Direktanschluss wieder runter und würde auf den normalen Anschluss setzen. Das ist auch das normale Gartensystem von Gardena und ihr seht jetzt im Vergleich zu dem Profisystem, das sind ganz andere Größenverhältnisse. Der Wasserdurchfluss ist hier deutlich höher, das heißt, das passt hier fast schon rein. Aber der Nachteil an der Geschichte ist, während ich jetzt hier eine Zollgewinnung habe, also ein Gewinde mit Zollgröße, 1 Zollgröße, habe ich jetzt hier Halbzoll oder 3/4 Zoll, was das ist, weiß ich jetzt gar nicht genau, auf jeden Fall deutlich kleiner. Und dieses Teil passt hier einfach
nicht drauf. Das heißt, ich bräuchte zusätzlich noch ein Reduzierstück, was dann eben von diesem 1 Zoll Gewinde runter reduziert auf dieses halb oder 3/4 Zoll, damit ich dann hier direkt über den Schnellverschluss den Gartenschlauch anschließen kann. Bis es soweit ist, mache ich aber eins: Ich sichere meine Ventile gegen eindringenden Dreck. Auf dieser Seite sind sie eingeschraubt, da kann nichts passieren. Und auf der anderen Seite möchte ich verhindern, dass eben Staub, Dreck, Kiesel aus meiner Box und vor allen Dingen Getier, ich habe in unmittelbarer Nähe einen großen Ameisenhaufen, dass die Ameisen sich darunter einnisten. Aus dem Grund abschließend einfach noch eine Absperrkappe. Die hat ebenfalls einen Nullring, handfest aufgezogen auf beide Ventile. Und somit drehe ich das Ganze jetzt wieder um. Die weiße Unterlage meine Box, die beiden Ventile, und so wird das Ganze eingebaut werden. Also nochmal zum Verständnis: Hier unten an diesem Stück kommt mein 25er PE-Rohr an und führt das Wasser in diesen Verteiler hinein. Im Verteiler selber fließt das Wasser auf diese beiden Abzweige, im Moment aber noch gesperrt durch die Magnetventile, die beide zugedreht sind. Das heißt, im Moment kann hier kein Wasser durchfließen. Außen die Kappen dran, damit erstmal kein Dreck hineinkommt. Die beiden Ventile kann ich im Moment manuell öffnen durch eine halbe Umdrehung auf oder die halbe Umdrehung nach rechts, schließt das Ganze wieder. Perspektivisch der Anschluss über die Kabel an meinen Bewässerungscomputer oder eine andere Quelle mit 24 Volt. Sobald die Spannung anliegt, öffnet das Ventil. Wenn keine Spannung anliegt, ist es immer geschlossen. Zusätzlich hier an der Seite ein weiterer Abzweig, an welchem ich dann eine Wassertankstelle einbauen kann. Und mit diesem Verteiler, wie ich ihn jetzt hier zusammengebaut habe, geht es ab zu meiner Box und mal geschaut, wie das Ganze dort wirklich reinpasst. Um zu überprüfen, ob dieser Verteiler später auch in meine Box hineinpassen wird, habe ich den jetzt einfach mal auf meiner Terrasse ausgelegt. Ihr seht also die 3 Abgänge, die ich habe, und hier dann dieser Zulauf. Wenn ich meine Box jetzt nehme, im Moment habe ich jetzt noch keine Löcher eingebracht. Das mache ich erst, nachdem ich die Position dann bestimmt habe, wo die Box genau platziert werden soll. Deswegen lege ich die jetzt einfach mal drüber. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und dann wird das in etwa so ausschauen, dass ich hier für diese 3 Ventile immer noch genügend Platz habe. Und der Zulauf wird ja später dann hier ein Loch eingebracht werden, dass das ebenfalls passt. Ihr seht also, das Ganze ist ausreichend. Insgesamt wird diese Konstruktion ja auch etwas höher gesetzt werden, da ja hier noch Kies unterfüttert wird. Bevor ich jetzt aber ans Einbauen gehe, mache ich noch eins. Ich teste, ob das Ganze dicht ist. Dafür habe ich jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe einen Adapter angeschlossen, habe die Rückseite, den Zulauf provisorisch mal geschlossen. Und an der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Ich habe ja den Verteiler gestern zusammengebaut, war dann noch mal in meiner Rümpelkammer und habe deswegen noch diese Gardena-Adapter gefunden, die auf das normale Schlauchsystem passen von der Größe her. Also dieses hier, was ihr erkennt, wo man das einfach dann zusammenklipsen kann, wieder auseinanderziehen kann, aber mit dem 1 Zoll Anschluss, da hatte ich deswegen noch welche gehabt. Das heißt, ich kann dann direkt auf diesen Wasserabgang und auf meine Ventile aufgehen, ohne dass ich hier ein Reduzierstück einbauen muss. Auf geht's! Wir testen mal, ob das Ganze dicht ist. Um diesen Verteiler zu testen, dass er auch wirklich dicht ist, habe ich jetzt hier einfach mal einen Wasserschlauch angebracht. Da ist schon Druck drauf. Ich habe den Schieber im Moment noch zu. Die Verschlusskappen vorne, die Schutzkappen gegen Dreck, habe ich abgebaut, denn ich möchte ja auch sehen, ob die Ventile an sich dicht sind. Hier an dieser Seite, wo dann später der Zulauf stattfinden wird, habe ich jetzt erstmal provisorisch eine Endkappe angebracht. Und jetzt mache ich eins, wir testen einfach mal, ob das Ganze dicht ist. Und ihr seht, es tropft nichts. Das Ganze ist soweit trocken. Und sobald dann mein Steuercomputer das Signal gibt, beziehungsweise ich mache das jetzt von Hand, eine halbe Umdrehung. Ja. Geschlossen. Dieses Ventil funktioniert. Das andere Ventil ebenfalls wieder geschlossen.
Alles dicht. Dann kann ich das Ganze jetzt in die Box einbauen. Beziehungsweise muss ich jetzt erstmal die Box platzieren, damit ich weiß, wo ich die Löcher für die Durchgänge in die Box einschneiden muss. Von dieser bestehenden Wasserleitung aus werde ich über ein T-Stück eine Leitung zu meiner Box hier rüber einbauen. Ungefähr dort wird sie platziert, natürlich dann eben mit der Wasserwaage ausgerichtet. Und damit ich die dort versenken kann, heißt es nun erstmal Gräben ziehen, Loch buddeln, los geht's. Loch und Graben sind ausgeschachtet. Oben am Rohr werde ich das T-Stück setzen, um dann dort mit der 25er PE-Leitung hier meine Ventilbox anzuschließen. Ich habe den Verteiler bereits in die Box eingelegt und das Ganze passt vom Platz her doch recht gut. Ich werde jetzt hier mit Kies das Ganze untenrum erstmal auffüllen. Der Kies soll zum einen eine Drainageschicht herstellen, damit eben Kondenswasser besser ablaufen kann. Und zum anderen kann ich mit diesem Kies die Box wesentlich leichter ausrichten in Waage. Sobald das passiert ist, kann ich dann anschließend genau die Höhe bestimmen, wo dann meine Rohre, dies ist zum Beispiel der Zufluss, hier in die Box eingebracht werden sollen. Die Box ist in Waage ausgerichtet und ich habe den Verteiler bereits eingelegt. Ihr seht, ich habe das Anschlussstück abgeschraubt, einfach um hier besser ranzukommen. Nun kann ich die Höhe und die genaue Position der Durchbrüche durch diese Box markieren und anschließend dann ausschneiden. Da ich die Box bereits eingebaut habe, werde ich sie nicht wieder ausbauen und das Ganze hier Highlife machen. Ich nehme also den Verteiler wieder raus und werde das Ganze zunächst vorbohren, in dem Fall mit einem Metallbohrer. Meine Markierung ist ja hier angebracht. Das heißt, ich bohre zunächst vor. Und anschließend werde ich mit einem Lochbohrer, der ist für Metall, aber geht hier genauso, das Ganze von außen jetzt aufbohren. Und wenn ich jetzt den Verteiler wieder platziere, habe ich die Öffnung genau da, wo ich sie brauche. Ich habe die Löcher nun alle eingebracht. Wie ihr sehen könnt, habe ich auf dieser Seite die beiden Löcher für meinen Schlauchabgang und auf der anderen Seite ein Loch für den Wasserzulauf und ein kleineres Loch, durch das ich später mein Leerrohr ziehen werde. Ich habe auch die Blindkappen abgenommen von den Ventilen vorne und bereits die Gardena-Anschlüsse aufgeschraubt. Das Ganze ist schon über einen Schlauch verbunden, der im Moment aber einfach nur als Schlaufe einmal im Kreis läuft, damit ich später testen kann, ob diese Anschlüsse auch dicht sind. Ich kann nun damit beginnen, das Leerrohr durch das Loch einzuführen und den Wasseranschluss herzustellen, indem ich den an diesen Quickverschluss hier anbringe. Aktuell ist es leider noch etwas kühl, so dass ich noch etwas warten muss, denn das Rohr ist sehr steif. Und meine Empfehlung ist es, wenn ihr damit arbeiten wollt, legt als allererstes dieses Rohr der Länge nach in die Sonne, damit es sich auslegen kann.
Bevor ich meine Box nun endgültig wieder eingrabe, möchte ich natürlich testen, ob alles dicht ist. Aus diesem Grunde werde ich jetzt das Wasserrohr, was ja hier oben angeschlossen werden soll, zunächst einbinden und Druck auf die Anlage geben. Hierzu verwende ich ein T-Stück, das hier eingesetzt werden wird, und der Schlauch geht dann hier dran und dieser Bereich soll später ja in die andere Richtung fortgeführt werden. Zum Schneiden könnt ihr Spezialwerkzeug nehmen oder eine handelsübliche Gartenschere, funktioniert genauso gut. Halbe Umdrehung öffnen, bis zum Anschlag einführen, kräftig nachdrücken, halbe Umdrehung wieder schließen. Fertig. Das Reststück kommt auf dieser Seite rein. Halbe Umdrehung öffnen, bis zum Anschlag, kräftig nachdrücken und wieder schließen. Ich habe mein Rohr nun in etwa straff gezogen. Hier an dieser Kante ist der Abschnittpunkt. Und auch hier halbe Umdrehung öffnen, das Rohr einstecken, nachschieben und schließen. Fertig. Nachdem alle Leitungen geschlossen sind, gebe ich nun Druck auf die Anlage und schaue, ob das Ganze dicht ist. Das T-Stück ist dicht. Und auch am Rest meiner Box tritt kein Wasser aus. Alles passt. Selbst der von mir angeschlossene Schlauch, der hier einfach nur als Schlaufe im Kreis gelegt ist, ist dicht. Ich kann somit die Box nun einpacken und wieder mit Erde bedecken. Der Graben ist wieder verschlossen und wird später mit frischer Muttererde überfüllt. Ich kann nun zum letzten Teil dieses Projektes übergehen, den Anschluss des Perlschlauchs. Der Perlschlauch wird in zwei Hälften aufgeteilt und an diesen Gartenschlauch hier angeschlossen. Die eine Hälfte wird nach unten hin verlaufen, das sind ungefähr 10-15 Meter, und die andere Hälfte wird nach oben hin verlaufen bis ans Ende dieses Zaunes. Der Perlschlauch selber ist in einer 50 Meter Rolle aufgewickelt. Diese werde ich zunächst öffnen und in der Sonne auslegen, damit der Schlauch sich nicht von alleine wieder aufwickelt. Im Set enthalten sind verschiedene Fittinge, zum Beispiel Verbinder, T-Stücke oder für mich relevant die Endstopfen. Mein Ziel ist es nun, den Schlauch, der aus meiner Verteilerbox kommt, hier an diesen Fitting anzuschließen, das Ganze dann hier in diesen Druckminderer einzustöpseln und auf der anderen Seite hier erfolgt dann der Anschluss des Perlschlauchs. Der Perlschlauch ist ausgerollt. Um zu kontrollieren, dass die Wasserabgabe auch gleichmäßig erfolgt, werde ich diesen zunächst testen, bevor ich ihn einbaue. Hierfür werde ich die eine Hälfte des Schlauches verschließen. Dafür verwende ich den mitgelieferten Stopfen. Dieser wird einfach in das Ende kräftig hineingedrückt. Die andere Hälfte wird an das System angeschlossen. Hierfür werde ich jetzt einfach das Endstück öffnen, überwerfen, das Ganze jetzt hier bis zum Anschlag einstöpseln und wieder festmachen. Das wird an den Druckminderer angeschlossen und der wiederum an meinen Gartenschlauch.
Und nun heißt es Wassermarsch. Wie ihr sehen könnt, perlt der Zugang schon recht kräftig. Und auch am Ende kommt jetzt hier nach 50 Metern langsam die ersten Wassertropfen. Ich werde den Schlauch jetzt einmal ablaufen und schauen, ob das alles soweit passt. Das Wasser ist wieder abgestellt und der Schlauch kann sich nun selbstständig entleeren. Übrigens ein nicht unerheblicher Vorteil, was die Frostsicherheit angeht. Im Winter kann dieser Schlauch nämlich einfach draußen liegen bleiben, da das Wasser durch diese Poren von selber wieder nach außen rinnt. An einigen Stellen sind die Wassertröpfchen in kleine Fontänen übergegangen. Das seht ihr jetzt hier an diesem Wasserfleck. Das habe ich in meinem Hochbeet ebenfalls schon erlebt, aber damit kann ich leben. Das ist für mich kein Weltuntergang. Ich beginne nun, den Schlauch in Schlangenlinien um meine Pflanzen herum auszulegen und dann am Bereich der Ventilbox zusammenzufügen. Ich habe den Perlschlauch auf beiden Seiten jetzt eingebracht und den oberen Bereich bereits angeschlossen, den unteren Bereich noch nicht. Ihr seht, der Schlauch ist jetzt hier einfach durchgeschnitten worden und das ist das Ende, was vom unteren Bereich kommt. Das habe ich hier nochmal in eine Schlaufe gelegt, um das besser anschließen zu können. Ich möchte das Ganze jetzt praktisch so hier unterbringen, dass der Druckminderer in diesem Bereich hier angeschlossen wird. Das heißt, der große Schlauch wird einfach nochmal abgeschnitten. Und über das Quick-System festgeschraubt. Das Ganze wird jetzt bis hierher reichen. Der kommt jetzt von hier, kleine Kurve noch gelegt. Dann könnte ich den hier anschließen. Und auch dieser Perlschlauch kann problemlos mit einem scharfen Cutter durchgeschnitten werden. Das Reststück bleibt übrig. Hier das gleiche. Kräftig aufstecken bis zum Anschlag. Festschrauben und wieder einstecken. So, das Ganze werde ich nachher noch ein wenig verpacken. Doch zunächst möchte ich testen, ob das Ganze auch funktioniert. Den Test werde ich mit dem oberen Kreis beginnen. Ich drehe das Ventil auf und man hört es schon, wie es anfängt zu sprudeln und zu blubbern. Hier sieht man jetzt den unteren Schlauch, der sich jetzt hier entlang dieser Hecke bewegt. Am Ende der oberen Hecke habe ich eine Schlaufe gelegt. An dieser Stelle kann ich kontrollieren, ob der Schlauch noch funktioniert und ob auch am Ende hier genügend Wasser hinauskommt. Auch den unteren Bereich konnte ich nun testen und er funktioniert ebenso tadellos wie der obere. Ich werde zum Schluss über diese Durchflusskontrollschrauben hier den Wasserfluss noch weiter optimieren, noch weiter einstellen und gleichzeitig die Vorbereitungen treffen, diese beiden Ventile an meinen Bewässerungscomputer anzuschließen. Doch das zeige ich euch in einem nächsten Video, denn hier bin ich an der Stelle fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal, drückt die Bimmel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!